Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie-Game Devlog zu Port Empire. Es hat sich seit Anfang des Jahres mega viel getan und ich möchte euch natürlich in diesem neuen Devlog alle Änderungen zeigen und mit alle meine ich wirklich alles, denn es hat sich alles geändert. Und ich würde sagen, ihr könnt ziemlich gespannt sein und wir stürzen uns jetzt ins Spiel und da zeige ich euch die Änderungen. Denn Renault und ich haben Ende des Jahres 2018 beschlossen, nachdem wir wieder mal an einem Punkt kamen, wo wir ein Feature nicht richtig einbauen konnten, da uns die Hexagon-Teile so im Weg stehen und es ist wirklich verdammt schwer, ein Spiel im Hexagon-Stil zu machen. Man hat wirklich nicht viele Möglichkeiten, also Civilization zum Beispiel, das Spiel, das hat er schon super umgesetzt, also so ein Turn-Based Spiel. Das sollte Port Empire natürlich nicht werden, also haben wir uns dazu entschlossen, wie ihr hier jetzt sehen könnt, auch normale Tiles zu machen, also Squares, Vierecke, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und wir sind ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Wir arbeiten jetzt hier auch mit einem Grid-System. Das bedeutet, wir haben viel mehr Möglichkeiten, euch Sachen in Port Empire zu bieten. Denn hier können wir jetzt zum Beispiel auch mit verschiedenen Gebäudegrößen arbeiten, also zum Beispiel ein 3x3 Gebäude oder einzelne Gebäude, die nur auf einem Teil stehen. Wie zum Beispiel hier kann ich euch ganz kurz zeigen, denn das ist ein Feature, welches dann aktuell durch diese neue Version neu ist in Port Empire. Nämlich habt ihr jetzt die Möglichkeit, Straßen zu bauen. Das bedeutet, ihr könnt ein viel schöneres Stadtbild erschaffen und dazu kommen dann noch andere 1x1 Gebäude und das sind die Deko-Elemente. Und hier haben wir eine ziemlich coole Idee gehabt, wie wir das ganze Spiel noch mehr mit der Community verbinden können, denn ihr erstellt die Deko-Elemente in Port Empire, denn hier kann ich euch ganz kurz den Wolf zeigen, der ziemlich gut umgesetzt ist von dem guten Joost. Grüße gehen raus an dich, vielen Dank nochmal für die erste Einsendung eines Deko-Elements. Und wie gesagt, dadurch könnt ihr einfach jetzt in Port Empire durch diese neuen Sachen ein viel schöneres Stadtbild oder Inselbild erschaffen und sozusagen euer Port Empire aufbauen. Ziemlich cool, wie wir finden. Ich hoffe, euch gefällt diese Änderung auf jeden Fall auch. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare dazu, würde mich mega interessieren oder ob ihr nicht vielleicht sogar das Hexagon-Stil so ein bisschen vermisst. Aber wir haben uns dafür entschieden. Und im Großen und Ganzen denken wir, dass es das Richtige ist für Port Empire. Bevor ich jetzt hier aber ein Wohnhaus baue, denn ja, ein Wohnhaus ist jetzt alleine und nicht mehr eine Kolonie aus 3 Häusern, wechseln wir mal ganz kurz rüber zu Blender, denn hier habe ich auch was ganz Tolles Neues gemacht. Und zwar habe ich ein neues Villager-Model kreiert und wir unterscheiden jetzt auch zwischen Geschlechtern, das heißt, ihr habt männliche und weibliche Charaktere, aktuell noch dieselbe Kleidung. Das ist jetzt das Villager-Model für den Wikinger, aber wie ihr hier sehen könnt, gibt es 2 unterschiedliche Haare und im Spiel bekommen die Haare noch eine Different Color, das heißt, dass die Haarfarbe sich einfach random changed, wenn der Villager in der Welt erscheint, genauso wie die Klamotten. Und ein weiterer richtig cooler Effekt ist auch, wenn ein Villager erscheint, dass der Villager jetzt aus dem Haus, also aus der Eingangstür, rausgerannt kommt. Anstatt einfach aus der Mitte irgendwo hinzulaufen wild, kommt er jetzt erst nach draußen, guckt sich ein bisschen in der Gegend um und dann fängt er auch an, die Welt zu erkunden. Auch möchte ich nochmal erwähnen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wir benutzen jetzt einen Toon Shader in Port Empire. Dadurch wirkt Port Empire noch ein bisschen mehr cartoonmäßiger und uns gefällt es mega gut, euch anscheinend auch, denn auf dem Discord gab es sehr viel positive Resonanz dazu. Und wir sind wirklich überwältigt, was für eine Änderung an dem Look es einfach macht. Und wir finden, es passt einfach auch mega gut zu den Gebäuden und zu den neuen Villagern. Also wir sind echt zufrieden, ich hoffe, ihr seid es auch. Und selbstverständlich passend zu diesem neuen Toon Shader haben wir das UI erneut wieder etwas überarbeitet, damit es auch so einen kleinen Toon-Look bekommt. Und es sieht ziemlich cool aus, vom Binding-Menü bis zum Tooltip. Beim Tooltip haben wir sogar noch ein paar Änderungen im Code vorgenommen, die ihr jetzt im Spiel nicht so sehen könnt. Aber wir benutzen zum Beispiel jetzt für alle Gebäude dasselbe Tooltip, was ziemlich viel Code erspart und auch besser für die Performance ist.
Und durch das neue Grid-System haben wir auch die Möglichkeit, euch einen cooleren Effekt darzustellen, wenn ihr mit einem Gebäude interagiert bzw. das Tooltip geöffnet ist. Im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall behaupten, Port Empire ist auf dem richtigen Weg und hat einen großartigen Schritt nach vorne gemacht, auch was den Gameplay-Flow angeht. Wir konnten uns natürlich nicht verkneifen, mal eine Runde Port Empire zu spielen in dieser neuen Version. Und wir können euch sagen, wir haben wirklich schon über 2 Stunden damit verbracht und uns ist nicht langweilig geworden, einfach mal unsere Insel zu erschaffen. Klar fehlt noch das ein oder andere Feature, aber das wird sicherlich noch kommen dieses Jahr, denn ich glaube 2019 wird ein ziemlich cooles Jahr für Port Empire. Bevor ich hier aber langsam und sicher zum Ende komme von diesem Devlog, möchte ich euch noch was anderes Cooles zeigen, denn ihr habt nämlich bald die Möglichkeit, euch eigene Inseln zu kreieren mit so einer Art Map-Editor, den ihr dann in Port Empire benutzen könnt. Dann könnt ihr die Maps ganz einfach speichern, ihr werdet die dann in einem Ordner zum Beispiel finden, ihr könnt sie selber spielen oder ihr könnt sie euren Freunden schicken, so nach dem Motto, hey, spiel mal meine Insel, ich wette, du schaffst es nicht mal bis Zivilisationsstufe 3. Irgendwie sowas. Also ich freue mich da mega drauf und ich glaube, das wird ziemlich cool und erlaubt uns auch selber Szenarien leichter zu erstellen für euch. Also ihr merkt schon, ich bin mega gehypt von dieser neuen Version von Port Empire und ja, ich liebe es. Ich liebe es wirklich einfach und ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt trotzdem gerne einen Kommentar mit Gründen, warum es euch nicht gefällt. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und dann verabschiede ich mich jetzt bei euch. Und ich hoffe, ich bin auf alles eingegangen. Sollte ich was vergessen haben, besprechen wir das definitiv in den nächsten Devlogs. Denn das ist einfach zu viel gerade an neuen Features, weswegen es sein kann, dass ich vielleicht das ein oder andere vergessen habe. Ich würde mich jetzt bei euch verabschieden. Also macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bleibt am Ball im Jahr 2019. Ciao. Und wieder heißt es ein Riesendankeschön an Bero, Ian, Manuel Rauber, Octadurin, Renault, Tobias, Lord Balti, Jackie, Kyriosama und Yomatrak. Vielen Dank für euren krassen Support auf Twitch und auf Patreon.